In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit einfachen Tricks eure Stromkosten für den Indoor Grow um mehrere hundert Euro senken könnt, wie ihr den Stromverbrauch reduziert und wie ihr die gekaufte Energie am besten ausnutzt. Hat man sich nun endlich alles Benötigte an Grow-Zubehör gekauft, dürfte der Geldbeutel mittlerweile schon gut geleert sein. Übrig bleiben dann die laufenden Kosten, wobei die Stromkosten hiervon den mit Abstand größten Teil ausmachen. Da sie immer wieder anfallen, lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen. Das Video ist in mehrere Teile aufgeteilt. Im ersten Teil zeige ich, wie man den Strom so günstig wie möglich einkauft und stelle Online-Rechner vor, um den Stromverbrauch pro Grow zu berechnen. Im zweiten Teil zeige ich Möglichkeiten, wie der Verbrauch reduziert werden kann und ob sich ein Upgrade auf neuere LEDs lohnt. Im dritten Teil zeige ich Möglichkeiten, die Energie bestmöglich auszunutzen. Ganz zum Schluss kommt dann noch ein kleiner Tipp, der in keine der vorherigen Abschnitte passt und speziell an die Männer gerichtet ist. Da meine Zuschauer allerdings laut Statistik zu 99,3% Männer sind, könnten vielleicht ein paar davon profitieren, speziell die, die mit Frauen zusammenleben. Berechnung des Verbrauchs. Um Strom und damit bares Geld zu sparen, müssen wir erst einmal wissen, wie sich der Verbrauch unserer Geräte berechnen lässt und was es eigentlich mit den Einheiten auf sich hat. Ich zeige euch gleich einen Rechner, mit dem ihr in Sekunden den Stromverbrauch eurer Grow-Ausrüstung berechnen lassen könnt. Zuerst eine kurze Erklärung zu den Einheiten. Der Stromverbrauch wird in der Einheit Kilowattstunde berechnet. Eine Kilowattstunde kostet zum Beispiel 30 Cent. Die Leistung von Elektrogeräten wird in Watt angegeben. Kilo ist die Bezeichnung für 1000. Um eine Kilowattstunde zu verbrauchen, muss zum Beispiel ein Gerät mit 1000 Watt eine Stunde laufen. Wenn die Wattzahl eines Gerätes nicht auf dem Typenschild steht, kann man sie einfach berechnen, indem man die Spannung mit der Stromstärke multipliziert. Also zum Beispiel 230 Volt mal 0,5 Ampere ergibt 115 Watt. Der Rechner. Um die lästige Rechnerei zu ersparen, habe ich mehrere Online-Rechner gebastelt. Es gibt zwei verschiedene Stromkostenrechner. Einer davon ist für photoperiodische Pflanzen, der andere wurde extra für Autoflower erstellt, da hier die Beleuchtungsdauer nicht zwischen Wachstum und Blütephase geändert wird. Schauen wir uns den für photoperiodische Pflanzen an. Für Autoflower wähle einfach den anderen Rechner oder lasse die Werte für die Wachstumsphase hier leer. Zu Beginn wird die maximale Leistung der Lampe eingegeben, darunter der aktuelle Strompreis. Wie die Kosten pro Kilowattstunde überprüft und gesenkt werden können, erkläre ich später noch. Anschließend wird einfach die Beleuchtungsdauer während der Wachstumsphase eingegeben und dann ausgewählt, auf wie viel Prozent die Lampe während der Wachstumsphase gedimmt wird. Solltest du den Wert während der Wachstumsphase ändern, also zum Beispiel zu Beginn mit 20% starten und dann auf 30 steigern, nimm einfach den Mittelwert von 25%. Dann wird noch die geschätzte Dauer der Wachstumsphase in Tagen eingegeben. Für die Blütephase wird dann noch einmal genau das gleiche gemacht. Für die Lüftung kannst du die Leistung deiner Abluft und Umluft eingeben. Diese wird als dauerhaft eingeschaltet während des gesamten Grows berechnet. Je nachdem, welchen Typ Abluftventilator du hast und ob du ihn in der Drehzahl gedrosselt hast, kannst du den Wert etwas reduzieren. Also statt zum Beispiel 50 Watt auf dem Typenschild einfach 30 Watt eingeben. Wenn du es genau wissen willst, empfehle ich eine simple WLAN-Steckdose mit der Funktion, die Leistung zu messen. Daran kurz die Geräte anschließen und schon hat man echte Verbrauchswerte. Links dazu in der Beschreibung. Das war es auch schon. Schon siehst du, was ein Durchgang an Stromkosten verursacht und wie viele Kilowattstunden das sind. Der Rechner ist so eingestellt, dass die Ergebnisse sofort berechnet werden. So kann man einfach etwas mit den Werten spielen und sieht sofort die Änderungen. Zum Schluss kannst du noch die Anzahl der geplanten Durchgänge pro Jahr eingeben. Dann wird dir der Gesamtverbrauch errechnet. Am besten notierst du dir dein Ergebnis, das wird nachher noch gebraucht. In Zukunft wird der Rechner noch um zusätzliche Geräte wie Luftentfeuchter oder Klimaanlagen erweitert. Wenn du Verbesserungsvorschläge oder Wünsche hast, schreib es in die Kommentare. Nachdem nun klar ist, wie viel Strom das Grown pro Jahr verbraucht, schauen wir, ob es möglich ist, den Einkaufspreis pro Kilowattstunde zu reduzieren. Hier liegt die mit Abstand größte Möglichkeit, ordentlich Geld einzusparen. Selbst wenn dein Grow mit einer kleinen Lampe nur wenig Strom verbraucht, lohnt sich eine regelmäßige Überprüfung, denn andere Geräte im Haushalt verbrauchen ja ebenfalls Strom. Je nachdem, welche Konditionen der alte Stromvertrag hat, können hier pro Jahr mehrere hundert Euro eingespart werden. Im Jahr 2024 lag der durchschnittliche Strompreis für Haushalte laut BDEW knapp über 40 Cent pro Kilowattstunde. Aber Achtung, hierbei wird der monatliche Grundpreis bereits mit eingerechnet. Einen Rechner hierfür zeige ich auch noch. Nach der gleichen Berechnungsgrundlage lag mein Strompreis 2024 bei nur 26,6 Cent, wenn ich den 15% Bonus für den Vertragsabschluss mit einberechne. Um den günstigsten Strompreis zu bekommen, solltest du den gesamten Stromverbrauch pro Jahr möglichst genau einschätzen können. Dazu helfen die alten Rechnungen des Stromanbieters aus den letzten Jahren. Solltest du keine weiteren großen Stromverbraucher angeschafft haben und nur der Verbrauch fürs Grown dazugekommen sein, lässt sich das leicht berechnen. Deinen aktuellen Strompreis findest du entweder in den Unterlagen oder E-Mails zum Vertragsabschluss oder in den Preisinformationen des Anbieters, die häufig per Post kommen. Mein letzter Durchgang mit meinem alten Setup hat etwa 200 Kilowattstunden verbraucht. Angenommen, ich mache 3 Durchgänge pro Jahr, dann kommen also 600 Kilowattstunden zum normalen Haushaltsverbrauch dazu. Hast du eine stärkere Lampe, kann das noch deutlich höher ausfallen. Die Auswirkung des Strompreises.
Um die Auswirkungen eines günstigeren Strompreises zu verdeutlichen, hier ein kleines Rechenbeispiel. Ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt braucht pro Jahr 2500 Kilowattstunden. Dazu addiere ich noch 3 Durchgänge mit einer 200 Watt LED, womit der Verbrauch pro Jahr bei 3100 Kilowattstunden liegt. Da die Berechnungsgrundlage für den durchschnittlichen Strompreis laut dem BDEW allerdings bei 3500 Kilowattstunden pro Jahr liegt, verwende ich diesen Wert zur besseren Vergleichbarkeit. Damit wird die Rechnung dann auch sehr einfach. Durchschnittliche Kosten pro Haushalt im Jahr 2024. 3500 Kilowattstunden mal 40 Cent sind 1400 Euro. Meine Kosten bei einem angenommenen Verbrauch von 3500 Kilowattstunden im Jahr 2024, 3500 Kilowattstunden mal 26,6 Cent sind 931 Euro. Damit zahlt der durchschnittliche Haushalt also 469 Euro zu viel pro Jahr. Regionale Preisunterschiede mal außen vor gelassen. Stromanbieter wechseln. Doch wie erzielt man nun den günstigsten Strompreis? Die Technik heißt Stromanbieter-Hopping und zielt darauf ab, jedes Jahr zum Stromanbieter mit den günstigsten Konditionen zu wechseln. Manchmal lässt sich so auch noch ein ordentlicher Neukundenbonus abgreifen, der den Strompreis aufs Jahr gerechnet noch weiter drückt. Bei meinem letzten Abschluss habe ich 15% Rabatt bekommen. Gehen wir nun davon aus, dass ein Anbieterwechsel inklusive Raucherpause und Unterlagen herauskramen 1 Stunde dauert. Selbstverständlich ist das keine Arbeit, die die meisten gerne machen. Aus der Perspektive eines Stundenlohns von mehreren 100 Euro netto dürfte es aber auch für viele die bestbezahlte Stunde des Jahres sein. Wie das nun am besten geht und was dabei beachtet werden muss, zeige ich euch jetzt. Da ich im Moment selbst nach einem neuen Stromanbieter suchen muss, zeige ich es euch anhand meines alten Stromvertrags. Diese Tatsache hat mich auch dazu inspiriert, ein Video zum Thema zu machen. Da ich zuvor schon den günstmöglichsten Vertrag hatte, wird die Ersparnis vom aktuellen Vertrag zum neuen nicht besonders groß ausfallen. Würde ich jedoch nicht wechseln und weiter beim neuen Anbieter bleiben, würde ich durch übliche Erhöhungen deutlich mehr zahlen müssen, wodurch trotzdem eine ordentliche reale Ersparnis entsteht. Aktuelle Preise beurteilen. Wenn der alte Stromvertrag ausläuft und damit die Preisbindung, erhöhen die Anbieter ihre Preise. Hier seht ihr die neuen Preisinformationen meines Anbieters. Um die Kunden von einem Wechsel abzuhalten, wird alles etwas unübersichtlich dargestellt. So fällt das Vergleichen schwerer. Diese Preisinformationen sehen von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich aus. Deswegen müsst ihr eure selbst mal anschauen. Dass im Schreiben direkt auf ein Sonderkündigungsrecht hingewiesen wird, muss hellhörig machen. Dazu gleich mehr. Besonders amüsant fand ich den Satz, dass die überwiegende Mehrzahl der Kunden die Anpassungen, zu Deutsch Preiserhöhungen, mitträgt, um die Stabilität eines günstigen Anbieters zu genießen. Als würde mich interessieren, welche Vertriebsgesellschaft mir monatlich Geld abbucht. Kommen tut der Strom ja sowieso, selbst wenn der Laden pleite geht, steht man nicht ohne Strom da. Auf den nächsten Seiten finden sich etliche Zahlen. Manche werden pro Monat berechnet, manche pro Kilowattstunde. Trotz dieser Informationsflut findet sich nirgends eine Zahl, die den neuen monatlichen Abschlag zeigt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Für den Anbietervergleich sind nur 2 Zahlen relevant. Der neue Grundpreis pro Monat und der neue Arbeitspreis pro Kilowattstunde, jeweils inklusive Steuer. Mein monatlicher Grundpreis würde gleich bleiben, bei 14,89 Euro. Der Arbeitspreis erhöht sich auf 33,2 Cent. Das klingt nicht nach besonders viel, prozentual ist das allerdings eine Preissteigerung um 26%. Der bereits erwähnte Neukundenbonus ist hier noch nicht verrechnet. Dieser beträgt 15% und wird zum Schluss des Vertrages abgezogen. Würde man den noch von den Vorherpreisen abziehen, wäre die Steigerung noch deutlich höher und würde 41% betragen. Was ist zu beachten? Doch warum wird in dem Schreiben ein Sonderkündigungsrecht so explizit erwähnt, obwohl der Rest den Kunden doch eher vom Wechsel abhalten soll? Genauere Informationen dazu liefern die Vertragsunterlagen, die ich zum Abschluss erhalten habe. Praktischerweise stehen sie nicht auf dem Informationsbrief. Bei den wesentlichen Vertragsdetails finden sich neben den Preisinfos, Kündigungsfristen und Dauer der Vertragsverlängerungen auch der Neukundenbonus. Zur Vertragsverlängerung ist noch erwähnenswert, dass seit März 2022 neue gesetzliche Regelungen gelten. Für Verträge, die nach diesem Datum abgeschlossen wurden, darf die Kündigungsfrist nur 1 Monat betragen. Der Anbieter kann also jederzeit gewechselt werden. Besonders interessant ist jedoch der Neukundenbonus. Im Kleingedruckten erfahren wir, dass Boni gemäß den Vertragsbedingungen gewährt werden. Also gut, schauen wir mal nach. Zwischen viel Blabla findet sich der Satz, dass der Neukundenbonus voraussetzt, dass der Kunde 12 Monate ununterbrochen deren Strom abnimmt. Wird vorher gekündigt, verfällt der Bonus. Selbst wenn du umziehst, aber den Anbieter mitnimmst, verfällt der Bonus trotzdem. Jetzt wird sofort klar, warum das Sonderkündigungsrecht erwähnt wurde. Wenn ich schon kündigen sollte, würden die wohl gerne den Neukundenbonus behalten. Bei unserem aktuellen Verbrauch entsprechen die 15% Bonus etwa 160 Euro. Ich muss ehrlich zugeben, hätte ich mich nicht für das Video genauer mit der Thematik beschäftigt, wäre mir das vermutlich auch durchgerutscht. Dazu ist noch zu sagen, dass nicht jeder Stromvertrag einen Bonus enthält. Vor einem Wechsel solltest du dir deswegen deine Vertragsunterlagen genau anschauen und prüfen und erst dann kündigen, nicht dass Boni verloren gehen.
Um die Stromkosten zweier Verträge besser vergleichen zu können, habe ich noch einen Rechner gebaut. Bei dem kann der alte Stromvertrag mit den neuen Angeboten verglichen werden. Link dazu in der Beschreibung. Der Rechner zeigt auch gleich den Preis pro Kilowattstunde inklusive der Grundgebühr und abzüglich möglicher Boni an. Zu Beginn wird der geschätzte Stromverbrauch eingetragen und die Preise für den aktuellen Vertrag. Wenn kein Bonus enthalten war, können die Felder einfach leer bleiben oder 0 eingetragen werden. Dann wird direkt der echte Preis pro Kilowattstunde inklusive der monatlichen Grundgebühr angezeigt. Darunter werden die Daten für den neuen Vertrag eingegeben, wie sie zum Beispiel in den Preisinformationsschreiben des Anbieters stehen. Die Ergebnisse werden einmal als zu zahlender monatlicher Betrag angezeigt und dann noch abzüglich der Boni. Da diese aber erst zum Vertragsende ausgezahlt werden, muss trotzdem erstmal der höhere Preis gezahlt werden. Auswahl des neuen Stromanbieters. Um den neuen Stromanbieter auszuwählen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Am besten gefällt mir das Portal Check24. Zum gleichen Urteil kam auch Stiftung Warentest im Jahr 2021. Falls ihr euren Stromanbieter vergleichen oder wechseln möchtet, nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung oder im angehefteten Kommentar. Dadurch erkennt Check24, dass ihr über mein Video auf deren Plattform gekommen seid. Wenn ihr dann einen Anbieter wechselt, erhalte ich eine kleine Provision. Für euch bleibt der Preis natürlich gleich. So könnt ihr mich unterstützen und dazu beitragen, dass ich weiterhin solche Videos für euch machen kann. Vielen Dank. Um den besten neuen Vertrag auswählen zu können, musst du deinen zukünftigen Stromverbrauch einschätzen. Hier kannst du dein Ergebnis aus dem Stromkostenrechner zum üblichen Haushaltsverbrauch addieren und eintragen. Ich schätze meinen Verbrauch auf 3200 Kilowattstunden pro Jahr. Danach muss noch die Postleitzahl eingegeben werden, da regional kleine Preisunterschiede bestehen können. Zu Beginn kann der aktuelle Stromvertrag für den Vergleich ausgewählt werden. Falls der nicht vorhanden ist, könnt ihr meinen Rechner zum Vergleich von Stromverträgen verwenden. Link dazu in der Beschreibung. Ich gebe hier die Werte aus meinem Preisinformationsschreiben ein, denn in diesen Tarif rutsche ich demnächst, wenn ich nicht wechsle. So wird die mögliche Ersparnis direkt berechnet. Wonach Tarif auswählen? Anschließend sehen wir uns die Filtermöglichkeiten an. Die genauen Konditionen sind Geschmackssache und letztlich muss da jeder selbst entscheiden. Ich würde jedoch nur Festpreistarife auswählen, denn dort wird der Preis für eine gewisse Zeit garantiert. Flex-Tarife können zwar jetzt günstig erscheinen, der Anbieter kann und wird die Preise jedoch schnell erhöhen. Als Vertragslaufzeit würde ich nur Tarife mit 12 Monaten wählen. Diese enthalten dann alle in der Regel auch eine 12-monatige Preisgarantie. Der Preis kann also währenddessen nicht erhöht werden. Unter den erweiterten Filtern kann hier noch die Mindestpreisfixierung auf 12 Monate gesetzt werden. Zum Schluss gibt es noch die Möglichkeit zu filtern, ob Boni mit einberechnet werden sollen oder nicht. Diese Entscheidung ist etwas individueller und hängt von mehreren Faktoren ab. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du noch mindestens ein Jahr an diesem Ort wohnst, würde ich die Boni nicht mit einberechnen, denn die werden, wie schon erwähnt, in der Regel erst nach einer Laufzeit von 12 Monaten am gleichen Ort gezahlt. Kündigst du vorher, bekommst du meist gar nichts. Das gilt nicht für den Blitzbonus oder Sofortbonus, die bekommst du meist schon nach 60 Tagen ausgezahlt. Ein anderer Faktor ist, wie flüssig du bist. Wird das Geld am Monatsende knapp, würde ich auch eher einen Vertrag ohne Bonus wählen, denn wie erwähnt, wird er erst am Ende der Laufzeit ausgezahlt. Du müsstest also trotz Boni vorher höhere monatliche Beiträge bezahlen. Mit einem Vertrag ohne Bonus kannst du dann direkt die monatliche Zahlung reduzieren, zahlst aber insgesamt vielleicht etwas mehr. Den Punkt Ökostrom kann jeder für sich selbst entscheiden. Mir geht es hier nur um die wirtschaftliche Betrachtung. Nachdem die Filter nun gesetzt wurden, werden dir die günstigsten Stromtarife angezeigt. Aber Achtung, von diesen Preisen wurden die Boni jedoch schon abgezogen. Der monatlich tatsächlich zu zahlende Betrag findet sich mittig unter geschätzter oder garantierter Abschlag. Da wir möglicherweise innerhalb der nächsten 12 Monate umziehen werden, beziehe ich für mich nur Sofortboni mit ein, da diese direkt gezahlt werden und nicht an die Laufzeit gebunden sind. Zusammenfassend ist also die Auswahl mit nur Sofortbonus und günstigster Gesamtpreis für mich die richtige Wahl. Wäre ich sicher, noch ein Jahr hier zu wohnen, könnte ich alle Boni mit einbeziehen und würde dann noch einmal ein paar Euro pro Jahr sparen. Kündige ich den Vertrag wegen Auszug aber vor Ablauf der 12 Monate, platzt der Bonus und ich lege drauf. Zusammenfassung: Verbrauch pro Grow mit meinem Rechner berechnen. Anzahl der Grows pro Jahr im Rechner multiplizieren. Stromverbrauch durch Grow zum normalen dazurechnen. Tarife auswählen, 12 Monate Preisbindung filtern. Bonus nur Sofortbonus nach persönlichen Lebensumständen wählen. Vor Abschluss des neuen Vertrags mögliche Bonusbedingungen alter Verträge prüfen. Stromsparende Geräte. Nachdem wir den Strom nun so günstig wie möglich einkaufen, schauen wir nun, wie sich noch etwas am Verbrauch einsparen lässt. Wenn wir davon ausgehen, dass ein durchschnittlicher Grow ungefähr 80 Tage von Anfang bis Ende braucht, kommen wir damit auf eine Dauer von 1920 Stunden. Wenn wir es schaffen, hier nur wenige Watt pro Gerät einzusparen, summieren sich die Ersparnisse über die lange Laufzeit und die Anzahl der Grows. Die Geräte. Lampen. Bei einem Grow mit üblicher Ausrüstung ist die Lampe wohl der stärkste Verbraucher, der für den größten Teil der Stromkosten verantwortlich ist. Dank der weiten Verbreitung von LEDs konnte hier schon deutlich eingespart werden gegenüber den alten Metalldampflampen. Aber auch bei den LED-Lampen gibt es noch Unterschiede in der Effizienz. Die Frage, die sich hier für uns stellt, ist, wie viel pflanzenverwertbare Photonen kann die Lampe aus der aufgenommenen Energie erzeugen und wie viel davon wird als Verlust in Wärme umgewandelt oder geht noch anderweitig verloren. Die Effizienz der Leuchtmittel wird in Mikromol pro Joule gemessen. 1 Joule ist 1 Watt pro Sekunde.
Damit sagt uns der Wert, wie viel pflanzenverwertbares Licht die Lampe aus der aufgenommenen Energie machen kann. Je größer der Wert, desto besser für uns. In dieser Tabelle habe ich die Effizienz verschiedener Leuchtmittel verglichen. Als Referenz habe ich 2 Natriumdampflampen hinzugenommen. Diese wurden nicht speziell ausgewählt, ich habe lediglich die Modelle genommen, von denen ich am schnellsten Werte finden konnte. Bei den LEDs habe ich die aktuell relevanten Modelle gewählt. Am schlechtesten schneidet dabei wie erwartet die kleinste Natriumdampflampe mit 250 Watt ab, welche nur 1,6 Mikromol pro Joule erreicht. Damit liegt sie ungefähr 50% hinter der besten LED. Anders ausgedrückt heißt das, dass 2 der 250 Watt Natriumdampflampen nötig wären, um eine 250 Watt LED zu ersetzen und damit doppelt so viel Energie für die gleiche Menge Licht. Die etwas ältere Samsung LM281H LED liegt 16% unter der besten LED von Seoul. Der Unterschied in der Effizienz der neueren LM301H im Vergleich zur aktuellen LM301H Evo ist allerdings sehr gering und beträgt nur knapp über 1%. Rein aus Energiespargründen lohnt sich ein Wechsel der Lampe aktuell also nur für Natriumdampflampen und LM281H LEDs. Wobei es selbst bei den LM281H lange dauern wird, bis der Kaufpreis einer neuen Lampe nur durch die Energieeinsparung abbezahlt ist. Um das Video nicht zu lange werden zu lassen, wurde auf einige Details zu LEDs verzichtet. Ich denke jedoch, für einen Überblick über die Energieeffizienz reicht das aus. Die Effizienz der Netzteile. Da LED-Lampen jedoch nicht nur aus den Chips selbst bestehen, sondern auch ein Netzteil benötigen, schauen wir uns das auch noch kurz an. Wenn die Energieeffizienz einer Lampe angegeben ist, muss genau geprüft werden, ob sich das nur auf die LED-Chips bezieht oder die Systemeffizienz beurteilt, denn jedes Netzteil selbst hat auch Verluste. In Verbindung mit den Netzteilen ist auch wichtig zu wissen, dass die Effizienz des Netzteils sinkt, je stärker die Lampe gedimmt wird. Aus Stromverbrauchssicht kann es also Sinn machen, besser keine zu starke Lampe zu kaufen, die dann nie mit mehr als zum Beispiel 40% Leistung betrieben wird. Auch dabei helfen die Netzteilinfos. Denn in den Datenblättern ist eine Effizienzkurve im Zusammenhang mit der Ausgangsleistung abgebildet, aus der es herausgelesen werden kann. Als Beispiel sehen wir uns dafür mal das Netzteil von U-Power-Tech an, was in meiner Sunlight Evo 380 verbaut ist. Dazu habe ich aus dem Datenblatt das Diagramm für das nächstgrößte Netzteil genommen. Das genau richtige konnte ich auch über den Hersteller nicht bekommen. Das ist aber auch nicht weiter wichtig, da ich die Werte sowieso nur aus dem groben Diagramm ausmessen konnte und die daher nicht 100%ig genau sind. Um den Effekt zu verdeutlichen, reicht das allerdings. Auf dem Diagramm sind die Verluste des Netzteils im Verhältnis zur Ausgangsleistung eingezeichnet. Bei einer Dimmung auf 10% betragen die Verluste ungefähr 16% der aufgenommenen Leistung. Ideal sind sie laut dem Datenblatt bei 70%. Hier gehen knapp 6% verloren. Dabei ist zu beachten, dass 16% Verlust bei 10% Dimmung nur ca. 3 Watt sind. Bei 70 Watt sind es ungefähr 8 Watt Verlust. Auf niedrigen Dimmstufen arbeitet das Netzteil also deutlich ineffizienter. Eine weitere Einsparmöglichkeit besteht bei der Abluft. Solltest du noch einen AC-Lüfter verwenden, kann es sich lohnen, über einen EC-Lüfter nachzudenken. Meinen alten Prima-Klima PK 125-2 AC-Lüfter hatte ich mit einem Stufentrafo gedrosselt und ungefähr auf 120 Volt laufen lassen. Als ich dann mal für ein Video dessen Leistungsaufnahme gemessen hatte, war ich doch etwas erstaunt, dass er zwischen 40 und 50 Watt gezogen hat. Mittlerweile bin ich auf einen Prima-Klima PK 125 EC Blue Lüfter umgestiegen, welcher auf 35% Leistung einen höheren Luftdurchsatz hat, dabei aber nur 10 Watt verbraucht. In der Praxis dürfte der Verbrauch also noch etwas niedriger liegen. Das restliche Abluft-Setup ist dabei komplett gleich geblieben. Wenn wir also davon ausgehen, dass der Lüfter während des kompletten Grows 80 Tage auf der gleichen Stufe laufen würde und die Kilowattstunde 30 Cent kostet, entsprechen die eingesparten 30 Watt Stromkosten von 15 Euro. Bei 3 Grows pro Jahr sind das schon 45 Euro. Rechnet man den Verkaufswert des AC-Lüfters mit ein, kann sich ein EC-Lüfter also schon nach ein paar Grows lohnen. Weitere Geräte zum Entfeuchten oder Klimatisieren behandle ich hier nicht. Vielleicht kommt dazu im Sommer noch etwas, wenn ich mich selbst damit beschäftigen muss. Nachdem wir nun Strom möglichst günstig einkaufen und möglichst effiziente Geräte verwenden, betrachten wir noch die optimale Ausnutzung der investierten Energie. Speziell bei der Beleuchtung sollte darauf geachtet werden, da sie der größte Verbraucher ist und dabei leicht Energie verschwendet wird. Da wir sozusagen für jedes Lichtteilchen bezahlen, sollten davon natürlich so viele wie möglich bei der Pflanze ankommen und für die Photosynthese verwendet werden. Zu diesem Thema möchte ich meine Gedanken als Diskussionsgrundlage anbieten. Der Einfachheit wegen werden ein paar Dinge vereinfacht. Es geht mir hierbei nicht um eine 100%ig korrekte wissenschaftliche Abhandlung. Gebt gerne euren Input dazu in den Kommentaren. Die folgenden Betrachtungen sind nur aus der Perspektive Energieeinsparung. Andere Faktoren wie Qualität lasse ich außen vor. Abstand der Lampe. Der Abstand der Lampe zu den Pflanzen hat einen großen Effekt darauf, wie viele unserer teuer gekauften Lichtteilchen bei den Pflanzen ankommen. Je höher die Lampe hängt, desto weniger Licht kommt bei den Pflanzen an. Als Faustformel kann man sich merken, dass mit einer Verdoppelung des Abstands zu den Pflanzen die Lichtausbeute auf ein Viertel, also 25% fällt. Diese Formel bezieht sich auf das photometrische Entfernungsgesetz, welches eigentlich nur für eine einzelne punktförmige Leuchte gilt. Für eine Flächenleuchte ist es also nicht wissenschaftlich korrekt anzuwenden. Aber wir wollen die Kirche mal im Dorf lassen.
Um etwas Erkenntnis davon abzuleiten, reicht das aus. Nimmt man die Photon-App und hält sie mal unter seine Lampe und vergrößert dabei den Abstand, wird man merken, dass der Wert mit größerer Entfernung stark abnimmt, also weniger pflanzenverwertbares Licht am Sensor ankommt. Möchte man nun den ppfD-Wert entsprechend für seine Pflanzen einstellen, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man verändert den Abstand der Lampe zu den Pflanzen oder man reduziert die Leistung der Lampe über den Dimmer. Verwendet man den Dimmer, so sinkt auch der verbrauchte Strom der Lampe. Ändert man lediglich den Abstand, wird die gleiche Menge an Strom verbraucht. Theoretisch macht es also Sinn, die Lampe so nah wie möglich an die Pflanzen zu hängen und die Leistung über den Dimmer so weit wie möglich zu reduzieren. Natürlich nur so nahe, wie es die Pflanze verträgt. Dabei muss beachtet werden, dass sich je nach Lampentyp auch die Ausleuchtung der Fläche ändert. Je näher die Lampe an den Pflanzen hängt, desto schlechter wird die Ausleuchtung an den Rändern der Growbox. Meiner Ansicht nach macht es also Sinn, für sein spezielles Setup den nächstmöglichen Abstand der Lampe herauszufinden, der die Pflanzen nicht verbrennt und die Fläche bestmöglich ausleuchtet. Ausnutzung der Fläche. Als ich mein Video zum Do-It-Yourself Space Booster gemacht habe, habe ich berechnet, wie viel der Anbaufläche der Growbox verloren geht, wenn sich rundherum die Wände nur um 5 cm einziehen. Ich war erstaunt, dass so eine kleine Veränderung so viel ausmacht. Nehmen wir jetzt einmal an, dass die Lampe die komplette Fläche des Zeltes genau gleichmäßig beleuchtet. Dann bezahlen wir für die Beleuchtung eines jeden Quadratzentimeters auch das gleiche. Wenn wir nun von oben auf die Pflanzen schauen und dabei noch viel des Zeltbodens sehen, können wir über die Fläche ungefähr abschätzen, wie viel Licht ungenutzt auf den Boden trifft. Der Boden reflektiert das Licht zwar auch noch etwas, aber das lassen wir einfach mal unbeachtet. Ich habe das hier mal beispielhaft mit einem 80×80 Zelt skizziert, in dem 2 Pflanzen stehen. Ein 80er Zelt hat eine Grundfläche von 0,64 Quadratmeter. Die Pflanzen decken 0,376 Quadratmeter ab. Das entspricht einer Ausnutzung von lediglich 59%. Somit werden gemäß unserer Annahme 41% des investierten Lichts mehr oder weniger verschwendet. Mit 4 Pflanzen würde das schon deutlich besser aussehen. In dieser Skizze sind lediglich 29% des Bodens nicht bedeckt. Aus Sicht der Energieausnutzung würde es also Sinn machen, ein möglichst gleichmäßiges geschlossenes Blätterdach zu züchten, so wie es mit einem Scrog erreicht werden kann. Ich habe das selbst schon ausprobiert und die Pflanzen erst in die Blüte geschickt, als der Boden an keiner Stelle mehr zu sehen war. Dazu habe ich meine Umluftlösung aus dem anderen Video verwendet und Lüfter unterhalb und oberhalb des Blätterdachs positioniert. Ich hatte keinerlei Probleme mit Mehltau oder Ähnlichem, vor dem viele Entlaubungsfans Angst zu haben scheinen. Zum Test werde ich demnächst erneut einen Durchgang mit gleichen Stecklingen starten und möglichst genau alle Parameter aufzeichnen. Die Ergebnisse zeige ich dann in zukünftigen Videos. Der WAF. Zum Schluss noch der versprochene Tipp an die Männer, die mit Frauen zusammenleben. Glücklicherweise lebe ich mit einer Frau zusammen, die sich damit arrangieren kann, dass Teile der Wohnung manchmal einer Werkstatt, einem Labor, einer Baustelle oder mittlerweile auch einem Aufnahmestudio gleichen. Sollte das bei jemand nicht so sein, kann es sich mal das Konzept des WAF, also Woman Acceptance Factors, ansehen. Dieser beschreibt mit einer Liste von 9 Punkten, welche Eigenschaften von neuen Projekten für Konfliktpotenzial sorgen können. Je nach Umfang des Grow-Hobbys kann man hinter viele der Konfliktpunkte einen Haken machen. Besonders treffend fand ich auch, dass Wikipedia hier als Negativbeispiel eine Pflanze zeigt, die mit einer automatischen Bewässerung mit einem Mikrocontroller ausgestattet ist. Vielleicht betreibt der Autor ja ebenfalls gewisse Hobbys. Mir wurde in diesem Zusammenhang zugetragen, dass es den WAF deutlich erhöhen soll, wenn der teils immense Stromverbrauch von Anfang an immer über eine Steckdose mit Stromzählerfunktion läuft und anschließend das Geld schnell auf das Haushaltskonto eingezahlt wird. Wenn du weitere Videos wie dieses nicht verpassen willst, abonniere den Kanal und lass ein Like da. Wenn du magst, schreib auch einen Kommentar mit Ergänzungen, Kritik oder wie viel du jährlich durch den Anbieterwechsel sparen konntest. Falls du deinen Stromanbieter wechseln solltest, würde ich mich freuen, wenn du über meine Links oder die Kurzrechner bei meinen Online-Rechnern zu Check24 gelangen würdest, damit ich eine kleine Provision erhalte und weitere Videos produzieren kann. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.